Hi und willkommen zur CAD Akademie. Mein Name ist Heike Gebhardt. Ich bin die Teilprojektleitung vom Teilprojekt 3 Beteiligung der Stadtgesellschaft. Und in unserem Arbeitspaket Co-Kreation erproben wir neue ko-kreative Formen der Zusammenarbeit, die sich durch die Digitalisierung und den Einsatz urbaner digitaler Zwillinge ergeben. Zielstellung dieser Akademie ist die Vermittlung der Methode Lego Serious Play. Mithilfe der Methode können zum Beispiel aktuelle und verwaltungsrelevante Fragestellungen in Verbindung mit digitalen Zwillingen gemeinsam bearbeitet und mithilfe von Legosteinen visualisiert werden. Eine Mitarbeiterin im Projekt, die sich in den letzten Wochen intensiv mit dieser Methode beschäftigt hat, ist Christine Bohlands vom Geodatenservice der Stadt Leipzig. Christine wird uns zunächst eine Einführung in die Methode Lego Serious Play geben, sowie die Zielstellung und mögliche Anwendungsbereiche aufzeigen. Ja, vielen Dank für die kurze Einführung. Lego Serious Play, eine ko-kreative Methode. Co-Kreation ist tatsächlich ein Arbeitspaket unseres Teilprojektes und das ist im Grunde die gemeinsame Prozessgestaltung und nichts anderes ist auch Lego Serious Play. Die Methode würde ich euch gerne vorstellen. Ein ganz kurzer geschichtlicher Einblick. Und zwar hat Lego 1996 die Methode entwickelt und dann eben auch als offizielle Produktlinie eingeführt und sogar eine Creative Commons Lizenz dafür patentiert und schützen lassen. Das heißt, alternative Klemmbausteine sind mit der Methode ungern gesehen. Da ist Lego auch rigoros, also die sind da wirklich hinterher und sorgen dafür, dass auf jedem Stein, auf jeder kleinen Noppe ein kleines Lego eingeprägt ist. Die Methode funktioniert im Grunde nach dem Hand-Höhen-Prinzip. Dabei ist unsere Hand das verlängerte Denkwerkzeug. Sie ist aktivierend, befähigend in der Zusammenarbeit, aber auch inkludierend für das Individuum, weil tatsächlich jeder ein Modell baut, es erklärt und dann eben gemeinsam mit den anderen weiterentwickelt. Die Zielstellung und die Anwendungsbereiche der Methode liegen recht vielseitig in mehreren Bereichen, aber ich möchte mich gerne auf diese drei konzentrieren. Und zwar einmal in der Teamentwicklung. Also da kann es zum Beispiel um Rollenkonzepte gehen, die man entwickelt, aber auch Rollenkonzepte, die man gegebenenfalls hinterfragt. Also ist das heute immer noch so wie vor 10 Jahren? Es geht auch um Problem- und Konfliktlösungen. Aber, und den Punkt finde ich besonders wichtig, der Perspektivwechsel, also beispielsweise bei kritischen Themen oder bei Themen, wo sich wirklich schon Blockaden aufgebaut haben, also zwei, die immer gegeneinander diskutieren, geben sich damit einfach die Chance, durch diese andere Art, etwas zu erklären, zu einer Lösung zu kommen. Kannst du uns vielleicht noch etwas genauer erklären, wie so ein Workshop mit Lego Serious Play abläuft? Die Methode ist sozusagen in 2 Phasen eingeteilt. Die eine Phase ist das Skill-Building, die andere Phase sind die 3 Baustufen, die es sozusagen gibt. Das Skill-Building besteht aus 3 Komponenten. Das ist einerseits das Warm-up. Oftmals wird hier die Aufgabe gestellt, baue eine Ente. Und man sieht schon rechts, das läuft dann meistens darauf hinaus, dass ähnliche Teile, ähnliche Farben verwendet werden. Aber man sieht auch, die Denkweise einiger dahingehend sein kann, dass eine realistische Ente nachgebaut wird, also dann auch mit Grün, Braun und Grau gearbeitet wird. Letztendlich ist das Warm-up dafür, um tatsächlich mit den Steinen warm zu werden. Ganz essentiell für die Methode ist auch, dass man in Metaphern baut. Natürlich stellt Lego ein paar figürliche Steine bereit, wie beispielsweise den Eisbären. Aber wenn ich diese Teile beispielsweise nicht zur Verfügung habe, kann ich auch für mein Modell sagen, ein weißer Stein 4x4, das soll jetzt einen Eisbär repräsentieren. Und das wäre dann genauso in Ordnung. Ansonsten gibt es noch das Storytelling, wobei ich sozusagen das Gefüge an Steinen, was ich zu einem Modell zusammengebaut habe, erläutere und vielleicht noch eine Geschichte herumlege, aber das ist dann eben recht subjektiv. Der Kern dieser ganzen Methode liegt dann eben in den 3 Baustufen, wo es dann auch um die konkrete Fragestellung geht. Ich habe also Baustufe 1, wo es immer noch um die Identität geht, also womit identifiziere ich mich? Es kann zum Beispiel das Thema sein, wie ist ein Team aufgestellt, ganz allgemein. Und dann soll ich in der ersten Baustufe meine Aufgaben darstellen. Das heißt, ich baue meine 1, 2, 3 Aufgaben, die ich täglich
bearbeite, dann würde ich mein Modell erklären, auch alle anderen würden ihr Modell erklären. Das Reflektieren gibt dann Möglichkeit, um nochmal Rückfragen zu stellen. Also man hat die Möglichkeit, vielleicht auch nochmal auf Teile einzugehen, die, sage ich mal, in der ersten Erklärung gar nicht benannt wurden, die aber trotzdem verstecktes oder unbewusstes Wissen mit sich tragen. Und das ist ja das Wissen, was wir finden wollen. In der zweiten Baustufe geht es dann eher darum, sozusagen eine vertiefende Fragestellung zu erarbeiten, beispielsweise, was brauche ich denn im Arbeitsalltag, um meine Aufgaben aus der ersten Baustufe zu erledigen? Dann würde wieder jeder bauen, jeder erklärt, jeder reflektiert, es werden Fragen gestellt. Und in der dritten Baustufe könnte man dann sogar noch so weit gehen, dass man in Abgleich mit seinen Kollegen Verbindungen herstellt. Was brauche ich von meinen Kollegen? Was brauchen meine Kollegen von mir? Dass eben diese ganze Arbeitsstruktur funktioniert. Was auch noch zu der Methode gehört oder wie so ein Workshop ablaufen würde, ist eine gewisse Etikette, sozusagen jeder baut und dahinter heißt es, dass die Idee des Modells und auch die Geschichte dem Erbauer gehört. Ansonsten, das hatte ich schon erwähnt, jeder erklärt im besten Fall aktiv am Modell, also welcher Stein steht für was habe ich mir dabei gedacht. Ich erläutere also meine Metaphern, stelle Fragen, das fördert das Verständnis und den Dialog und hab Spaß, denn es gibt kein richtig oder falsch. Also man muss als Moderator oder Initiator dieses Workshops auch darauf achten, dass sozusagen ein geschützter Raum gegeben ist und Inhalte eben sicher auch formuliert werden können. Das klingt ja nach einer wirklich tollen Methode. Sind denn im Rahmen des Projekts Einsätze damit geplant? Und wenn ja, wofür setzt man das ein? Also wir haben tatsächlich schon 1, 2 Einsätze durchgeführt. Unser erster Einsatz war auf der Leipziger Data Week diesen Jahres. Wir hatten hier das Thema Prozesse effektiver gestalten, beispielsweise durch Automatisierung oder KI. Und wir haben folgende Fragen gestellt. Also worauf verwenden Sie im Arbeitsalltag Zeit, die Sie gerne sparen würden? Das ist natürlich ein recht niedrigschwelliges Thema, wo erstmal jeder was drauf antworten kann. Und in der zweiten Baustufe, also wo es dann darum geht, okay, was können wir vielleicht tun, um den Prozess zu automatisieren oder effektiver zu gestalten, das war dann eben die Baustufe. Wir haben es leider nicht geschafft, auf dem Workshop noch das Systemmodell zu erstellen. Da haben wir dann sozusagen also weil wir wussten, wir haben ein bisschen Zeitknappheit, haben wir als Vorbereitung einfach schon ein Systemmodell aus unserer Sicht erstellt. Vielleicht, um da einen guten Eindruck zu bekommen, würde ich einfach mal das Video einspielen. Wir haben parallel nämlich eine Videoaufzeichnung durchgeführt. Ich bin ganz glücklich, wie das Video am Ende geworden ist, weil es einen ganz guten Eindruck dafür gibt, wie das so abgelaufen ist. Also was wir hier auf jeden Fall schon gesehen haben, dass wir ein Raumsetting hatten, das in Kreisform gestellt war. Die Teilnehmenden saßen an jeweils den 4 Ecken verteilt. Es war relativ viel Platz im Raum. Vielleicht
vom Gefühl her auch ein bisschen zu viel, denn wir haben auch während unseres CAD-Plenums-Workshops einen Lego-Workshop durchgeführt zum Thema bürgergenerierte Daten. Und hier war, wenn ich beim Raumsetting bleibe, waren die Tische eben eher vereinzelt gestellt. Man saß ein wenig näher beieinander, dass man das Gefühl hat, okay, ich kann auch das Modell der oder des anderen besser erkennen. Also das ist auf jeden Fall noch ein Thema, da kann man sich nochmal zusammensetzen und schauen, wie man da vielleicht ein schöneres Miteinander schafft. Bürgergenerierte Daten. Wir hatten hier beispielsweise die Frage gestellt, was sind denn zum Beispiel bürgergenerierte Daten eurer Erfahrung nach? Da kam zum Beispiel die Diskussion auf, sind Zählstellen tatsächlich bürgergenerierte Daten, weil teilweise unbewusst oder unwissentlich erhobene Daten braucht es für bürgergenerierte Daten vielleicht auch eine aktive Zusage, um es bürgergenerierte Daten nennen zu können. Da hat man recht schnell gemerkt, okay, durch das, was gebaut wurde, kamen die Teilnehmenden schnell ins Gespräch, es entstand eine Diskussion und man fand aber auch einen Konsens am Ende. Wir haben es ja nicht bis zu Ende durchführen können, auch aus Zeitmangel, aber es wäre spannend gewesen, was am Ende bei rausgekommen wäre. Und hier würde ich gerne noch ein Feedback von einer Kollegin mit aufnehmen. Sie hat gesagt, man denkt ganz anders und die Blockaden der eigenen Denkweisen wurden aufgelöst. Also durch die Methode selbst ist sie bei dem Thema bürgergenerierte Daten zu einem vielleicht ganz anderen Ergebnis gekommen, als sie es sonst gekommen wäre. Und ansonsten haben wir noch geplante Einsätze, beispielsweise auch im CAD-Projekt durch Teilprojekt 1. Hier wurde schon der Wunsch geäußert, dass vielleicht Themen wie digitaler Zwilling, Datengovernance, Datenintegration etc. nochmal über die Methode besprochen werden können. Man kann die Methode auch nutzen, um komplexe Prozesse zu erklären. Also man macht davon vielleicht eine Videoaufnahme und kann es dann extern zur Verfügung stellen. Aber auch speziell bei uns abteilungsintern kann es dann auch in Richtung Rollen und Prozesse der eigenen Abteilung gehen, was ich ja vorhin schon teilweise erwähnt hatte. Danke dir. Und das ist ja wirklich Wahnsinn, an wie vielen Stellen die Methode schon eingesetzt wurde. Gibt es denn erste Erkenntnisse aus der Testung, die du mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen möchtest? Gerne. Also wir haben auf jeden Fall 3 große Learnings schon aus den Pilotierungen. Da zählen auch unsere Selbsttests mit dazu, so haben wir sie genannt. Letztendlich ist die Fragestellung von entscheidender Bedeutung, weil manchmal geht es da wirklich um Nuancen, wie eine Frage gestellt ist, dass sozusagen auch ein Stück weit das rauskommt, wo man am Ende hin will. Das heißt, eine Fragestellung muss zunächst einmal klar und präzise formuliert sein, aber eben auch ein Stück weit richtungsweisend, dass man eine Orientierungshilfe gibt und damit eben den Weg dorthin lenkt, wo man am Ende hinkommen will, dass es auch die Zielstellung erfüllt. Ansonsten ist die Vorbereitung dahingehend relativ zeitintensiv, weil man eben viel probieren muss und vielleicht ist es am Ende ein Wort, was man ändern möchte. Aber das macht dann eben schon viel aus. Das ist so das Hauptlearning, was wir haben. Ansonsten sind es die erwähnten Rückfragen, die durch die Moderation oder durch die Teilnehmenden aufkommen und die dann eben dieses unbewusste Wissen vielleicht noch herauskitzeln. Und gerade bei dieser Methode ist eben auch die Dokumentation wichtig, weil alles, was nicht vielleicht über Video oder über direkte Aufnahme, Audioaufnahme oder so mitgenommen wird, muss so dokumentiert werden, dass es eben nach einer Woche oder nach 2 Wochen eben anhand des Bildes irgendwie auch immer noch in den Kopf kommen muss. Also dass es nicht verloren geht, das Wissen. Ja. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache mit der Dokumentation. Hast du vielleicht noch ein paar Punkte dazu, was denn genau jetzt der Mehrwert dieser Methode ist, also gegenüber zum Beispiel auch anderen Methoden, die wir im Teilprojekt testen? Und ja, was mich natürlich auch interessieren würde, gibt es was dich ganz persönlich an der Methode begeistert oder was du daran spannend findest? Ja, tatsächlich. Also die Mehrwerte von Lego Serious Play nach meinem Verständnis ist in erster Linie das Hand-Hirn-Prinzip. Also weil ich gemerkt habe, also wie meine Kollegin schon gesagt hatte, das Feedback, das wir eingesammelt hatten,
es ist eine andere Art zu denken. Also man hat die Steine vor sich und man überlegt auch so ein Stück weit anhand dessen, okay, was kann ich darstellen, das und das will ich rüberbringen. Also das ist auf jeden Fall dieses Grenzenlose, was man so ein Stück weit hat, aber so ein bisschen gerahmt von diesen Metaphern, mit denen man sich ja auseinandersetzen muss. Es ist dann eben die gemeinsame Sprache, die man hat, die gemeinsame Erinnerung, weil manche Modelle, die sind jetzt noch so greifbar im Kopf. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Die Dinge auch einfach mal zu simplifizieren. Also manchmal hat man ja die nicht Angewohnheit, aber das Bedürfnis, irgendwie einen Sachverhalt so genau zu erklären, dass die anderen vielleicht sogar schon abschalten oder irgendwas. Und da muss man es aber so simpel auf den Tisch bringen und begreifbar machen für die anderen. Also das sehe ich als ganz wichtigen, vor allem auch Zeitmanagement-technischen Aspekt. Wichtig ist auch noch, dass alle beteiligt werden, alle machen mit, alle werden gehört. Das ist auch ein großer Punkt. Und eben, wie ich schon erwähnt hatte, dass es das Verständnis fördert und die Denkprozesse der anderen auch nachvollziehbarer werden. Also dieser Perspektivwechsel, das ich eingangs schon erwähnte. Das würde ich sagen, sind die Punkte, die die Methode wirklich hervorhebt. Für mich selbst ist es mit Sicherheit das Spielerische. Also da bin ich einfach großer Fan von Lego, ganz allgemein. Aber ich mag auch dieses metaphorische Darstellen und Erklären und gar nicht so genau auf den Punkt kommen zu müssen mit dem, was ich baue, sondern eher 3 Steine aufeinander zu bauen und darum dann die Geschichte zu bauen. Ja, man merkt, du bist richtig begeistert von der Methode und wir haben jetzt schon unfassbar viel Positives darüber gehört. Gibt es denn auch Sachen, die die Methode nicht kann? Also gibt es auch Grenzen? Also Grenzen gibt es natürlich, angefangen bei dem Kostenaufwand, den man eingangs natürlich mit Sicherheit hat. Lego, wie ich schon sagte, die achten sehr stark darauf, dass keine alternativen Klemmbausteinvarianten verwendet werden. Das heißt, da muss dann eben das Wort Lego eingeprägt sein. Lego ist auch nicht günstig und da hat man bei der Materialbeschaffung auf jeden Fall erstmal einen größeren Aufwand zu stemmen. Ansonsten müssen gegebenenfalls Vorurteile abgebaut werden. Also dieses Spielerische, damit, wenn man dann manchmal Stimmen hört, mit diesem Spielerischen, wir sind doch Erwachsene, damit kann man doch kein ernstes Thema behandeln oder so. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall viel möglich und da muss man sehr sensibel mit umgehen und schauen, da auch inspirierend irgendwie entgegenzuwirken. Ansonsten ist natürlich, das war der Themenpunkt Dokumentation. Die Inhalte sind erstmal nur für die Teilnehmenden verständlich, sei denn, ich habe eine richtig gute Dokumentation dahinter. Und was ich auch schon aus dem Feedback gehört habe, ist, na, was ist denn, wenn die Teilnehmenden nicht kreativ genug sind und dann irgendwie nicht so ein Verständnis für Metaphern oder irgendwie das einfach da keinen Zugang zu finden. Und das ist dann natürlich die Aufgabe des Moderators oder der Moderatorin, da irgendwie auch zur Seite zu stehen, zu unterstützen. Ist schon ein sehr anspruchsvoller Job, würde ich sagen, in Verbindung mit der Methode. Genau, und ansonsten habe ich hier noch thematisch Fragezeichen mit aufgenommen. Bisher sind mir tatsächlich noch keine Themen oder Fragestellungen eingefallen, die man mit der Methode nicht lösen könnte. Gibt es vielleicht, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen unsere Fühler ausstrecken, was vielleicht auch nicht geht. Aber da würde ich erstmal keinen Riegel vorsetzen. Schön, dann können wir die Methode ja noch an der einen oder anderen Fragestellung austesten. Da freue ich mich sehr drauf. Du hast uns wirklich tolle Einblicke zur Methode bisher hingegeben. Wir befinden uns ja hier in einem Format des Wissenstransfers. Deswegen würde ich dich jetzt zum Abschluss noch bitten, wenn andere Kommunen diese Methode einsetzen würden oder wollen würden, was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg geben? Lego Serious Play kann auf jeden Fall dabei helfen, besser zu beteiligen. Man muss ja davon ausgehen, dass man eben nicht nur im Team vorankommen will, sondern auch, was die Stadtgesellschaft betrifft. Also mit Bürgerinnen und Bürgern kann man, glaube ich, auch einen ganz, ganz tollen analogen Beteiligungsprozess mit dieser Methode starten tatsächlich und dann vielleicht sogar noch vielleicht über die Dokumentation
mit digitalen Tools ergänzen. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass da ja sehr viel Wert drin steckt einfach, wenn man die entsprechenden Ressourcen hat, weil dann auch entsprechend die Ideen gemeinsam weiterentwickelt werden können und. Also da sehe ich ganz viel Kraft in der Methode. Ansonsten würde ich gerne nochmal 3 Punkte hervorheben. Das ist einerseits die Inklusion. Also gerade leise Stimmen werden mit der Methode gehört. Die sich dann eben oftmals zurückziehen, weil sie sagen, ach naja, hier Person A oder B haben eigentlich schon irgendwie das gesagt, was ich auch sagen wollte. Und eben die visuelle Ausdrucksweise. Also wenn ich vielleicht gar nicht so ein kommunikativer Typ bin, dann habe ich da auf jeden Fall die Möglichkeit, mich über die Steine auszudrücken. Ansonsten ist es noch das Verständnis von abstrakten Konzepten und komplexen Zusammenhängen, die einfach gesteigert werden und die einfache Entscheidungs- und Prioritätenfestlegung. Da sehe ich den meisten Mehrwert drin und ich glaube, das kann, wie gesagt, für so viele Zielgruppen, intern wie extern, ein ganz großes Plus bedeuten. Danke dir, Christine. Und ich hoffe, wir können auch ganz viele andere Kommunen mit unserer Freude mit dieser Methode anstecken. Das war die CAD Akademie zur Methode Lego Serious Play. Und an dich, Christine, nochmal vielen lieben Dank an der Stelle und bis zum Gerne. nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ciao.